Hey, servus, wir sind gerade am Weg ins Zillertal und besuchen da einen Romos Roman. Eigentlich haben wir den Truck ja für Expeditionen gebaut und waren die letzten Jahre voll viel im Ausland unterwegs, haben uns aber heuer entschieden, mal mit dem Truck in Österreich am Weg zu sein. Vor allem, weil ich eigentlich die letzten Jahre kaum Zeit daheim verbracht habe und eigentlich schon lange nicht mehr wirklich daheim Skifahren bzw. filmen war. Und es ist gerade interessant, das mal alles von einer anderen Perspektive zu sehen. So das Konzept, das man normal in fremden Ländern haben, mit eigentlich ziemlich autonom mit dem Gefährt unterwegs zu sein, das mal in Österreich zu machen. Das ist echt eigentlich eine Herausforderung, weil wir ziemlich viel Infrastruktur haben und es ist nicht immer leicht, irgendeinen ruhigen Platz zum Schlafen zu finden, aber gleichzeitig haben wir natürlich ein riesen Potenzial. Wir haben so viele Berge, wir haben einen richtig guten Winter gehabt und einfach mal schön daheim zu erkunden. Mit dem Roman habe ich vor 9 Jahren da im Zillertal filmen angefangen. Ich war damals 16. Er war ganz am Anfang von meiner Skikarriere und er hat mich da mitgenommen und waren eigentlich die ersten Tage, wo ich jemals so richtig vor Kamera gefahren bin. Und er hat natürlich schon voll viel Erfahrung gehabt. Er war so 20, 21, war schon voll im Business und hat mir echt viel gelernt. Hat dann immer gesagt, ja, schau Fabi, da oben scheint die Sonne rein, wenn du da einen Turn drauf machst und dann noch so über das Cliff springst, die Filmer stehen da hinten, dann schaut das voll cool aus. Und habe halt extrem viel gelernt. Also er hat immer gewusst, wie man irgendwo in Shot kriegt. Und ich war mit dem Roman jetzt schon die letzten Jahre mal im Iran und in der Türkei und in Griechenland und haben 1, 2 Projekte mal in Österreich gehabt. Aber jetzt mal ihn da wieder zu besuchen, ist extrem cool. Nach 9 Jahren, da hat sich jetzt schon einiges getan. Start mal. Fabi, schaut's aus? Das Knall, lange nicht mehr gesehen. Ja, schauen wir gleich zu den Bienen vom Dad, wie das abläuft. Und wir machen ja selber Honig. Und mein Opa hat mit dem schon angefangen, der Dad hat es übernommen und jetzt war ich eingelernt. Okay. Aber was tun die im Winter? Schlafen. Jetzt merkt man es ja auch. Das, was du im Sommer tust. Nein, halten eigentlich Winterruhe, Winterschlaf. Aber jetzt ist es schon relativ warm geworden und jetzt schauen wir mal, ob das relativ warm ist. Schauen wir jetzt einmal, was sie machen. Schauen wir uns gleich an. Sweet. Vielleicht ein Krawall da, ha? Super, dann fahren wir zu den Bienen und zu den Hähnen. Ja, aber da gibt es ja Hunde auch. Ah ja, okay, super. Das ist ja cool. Ja, aber gut, wenn wir nicht einmal fallen. Da, das ist mein kleines Mädchen, wie heißt sie? Maluri. Die Malu. Genau, meine kleine Skifahrerin. Malu, ja, Pattigat. Willst du auch oder eine Zeichen, Fabi? Ja. Ja, da schau, schmeißen, Fabi. Was? Da ist jetzt irgendwie die Königin drinnen noch. Ja. Und die quasi erhaltet das Ganze da am Leben. In jedem Nein, Topf also da in daneben. jeder Kiste. Ja, In jeder da ist schon Kiste. innen, da ist schon innen. das ist immer eine Königin. Die Königin und die ganzen Arbeiter innen. Die Sommerbiene, wenn sie wirklich wenn Tracht ist, sagt man, wenn sie Honig, Nektar kriegen, nachher haben die so überanstrengt, dass sie nach 3, 4 Wochen, 5 Wochen kaputt sind. Die sterben nachher ab. Oder lässt das Volk gar nicht mehr ein. Die lassen Das sich. ist ganz natürlich, oder? Das ist ganz natürlich. Deswegen gibt es ja die Königin, die was das alles regelt. Und immer wieder die neue Brut und die Eier legt. Und An 21 Tagen braucht eine Biene, bis sie auf die Welt kommt. Vom Eilegen bis zum Schlüpfen. genau, das ist jetzt wie gesagt Alpenhasenhonig, der helle und der dunkle, der Waldhonig. Der ist jetzt für den Truck. Geil. Schon reinhauen. Dankeschön. Dann kostet schon mal. Ja, da sind wir jetzt in meinem Elternhaus, da bin ich aufgewachsen. Das war meine alpine Karriere da, die ganzen Pokale und Ehrungen und alles mögliche. Das ist deine, oder? Ja, es sind schon einige vom Bruder auch dabei. Das war dann die Zeit, wo ich dann eigentlich die Schnauze voll gehabt habe vom ganzen alpinen Racen und eben dann ins Freeride umgestiegen bin. Das bist du, oder was? Genau, ja, das bin ich. Stark, oder? Shit. Hat noch dickere Wangen. Ja, Brauchtum und so weiter in Zillertal wird natürlich hochgeschrieben. Und ich bin zwar nicht bei den Schützen oder bei der Musik, aber bin Jäger
und bin da von klein auf immer mitgegangen mit einem alten Gebirgsjäger. Und das hat mir immer schon getaugt, da draußen in der Natur zu sein, in der Ruhe oder Ruhe genießen und die Viecher dann zuschauen. Und habe damals die Jagdprüfung gemacht und Jagd auf See und bin im Sommer viel zum Jagern unterwegs, Gamsjagern und Hirschjagern. Und ja, mir taugt es, da draußen zu sein. Du bist ja voll lang draußen, aber es ist nicht so, dass du aufgehst, schnell einen Hirsch schießt. Nein, also es ist ja, teilweise tageweise, wo du wirklich draußen bist und dann Gams oder Wild beobachtest. Da geht es schon um die ganze Hege und Pflege, um die Wildtiere nachzustellen und denen zu schauen, wie es ihnen geht. Und du kennst ja dann quasi eh schon mehr oder weniger, welche das genau sind und wie, was für ein Zustand das die sind. Ja, aber dann kannst du im Jahr so 2 Hirsch schießen, oder wie läuft das? Also das wird von der BH vorgeben, einen Schussplan, wie viel das da quasi erlegt werden müssen. Und an dem muss man sich dann auch halten, um das Ganze, den Bestand unter Kontrolle zu haben. Weil wenn jetzt durch das, dass es Bär und Wolf nicht mehr gibt, oder die ganzen größeren Tiere, was quasi da die Feinde waren von Hirsch und Rehe und Gams, muss das der Mensch eben kontrollieren, weil sonst artet es aus. Dann sind so viele Rehe und Hirsche und die verbeißen dann die ganzen kleinen Barmeln. Und wenn die Bäume nicht mehr groß und irgendwann haben wir dann keinen Schutzwald mehr und dann haben wir Lawinen und Erdrutschen. Wie siehst du das als Jäger, das Radlfahren und Skifahren, weil sich ja doch immer brutal viel aufregen? Immer fürs Wild ist das nicht optimal, wenn die da gestört werden. Ich sage jetzt im Sommer tut es weniger. Auch nicht gut natürlich, aber im Winter ist es wirklich fatal teilweise, wenn die Skitouren gehen oder selbst mir Freerider komplett hirnlos irgendwo runterfetzen und dann zu den Viertrungen hinkommen. Und wenn die dann aufschreckst und die dann da wegspringen müssen, dann für die Viecher selber teilweise kann es so sein, dass sie dann kein gescheites Futter mehr oder irgendwas kriegen oder einfach so gestresst werden, dass sie dann eingehen. Und da ist schon wichtig, dass die Freerider dann auch wirklich oder Tourengeher oder jeder, was irgendwie draußen ist in der Natur, das ein bisschen im Hinterkopf behaltet oder zumindest schaut, wo die ganzen Wildschutzzonen sind, wo Fütterungen sind, weil das ist ja oft markiert und wird ja darauf hingewiesen. Auf der Skigebietskarte, oder? Das ist schwach. Genau, unter anderem auf die Skigebietskarten. Normalerweise, wenn in der Nähe irgendwas ist, wird das angeben. Und sonst, wenn man jetzt irgendwo draußen unterwegs ist ja oft ein Durchgang verboten oder Wildschutzzonen, Tafel oder irgendwas und das soll schon beachtet werden und das Gebiet gemieden werden. Ja, ich bin schon gerne da daheim im Zillertal, aber dann warst du doch ab und zu mit uns im Truck unterwegs, in der Türkei und Griechenland waren wir. Schon ziemlich cool, also da mit dem Truck in solche Länder, solche Kulturen da hinzufetzen und einfach stehen bleiben, wo du willst und die Möglichkeit dort haben zu schlafen. Ja, im Endeffekt geht es um die ganze Reise, das ganze Drumherum und nicht nur ums Skifahren. Also es ist meistens das Abenteuer, dort hinzukommen. Die Straßen aus. Also das ist teilweise der Oberwahnsinn gewesen. Ja, meistens habe ich nicht ruhig schlafen können, wenn du gefahren bist oder der Macker. Naja, ist schon immer ein bisschen so eine eigene Welt im Truck. Naja, aber du bist ja so isoliert nach außen, es sind ja die relativ kleinen Fenster und irgendwie, also sobald das mal reingeht, ist mir schon eine eigene Welt wieder. Ich bin gespannt, was die Zukunft, was in Truck noch hintreibt. Oder die. Da fahren wir mal schon ausdrücken, glaube ich. Ja. Müssen wir wieder rausholen aus dem Zillertal. Das ist ein Wegchen von daheim. Ja, das ist jetzt von mir daheim. Meine Mädels, die Bella und die Malu. Jawohl! Voll geil. Also das ist jetzt catchy. Warte, ich schnell für die, Lu, schau. Magst du reden mit ihm? Ja. Das ist eine geile Frage. Fabi. 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 Fabi.